Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit euch zusammen zu sein und diesen Moment der Entfaltung zu genießen, aus vollen Zügen zu erlauben und zu euch durchzustellen in Form von Worten, in Form von Schwingung, in Form von gefühltem Sein. Wir möchten zunächst eingehen auf die Thematik der Vielfalt der Gedanken, die durch euren Geist schwirren, der Vielfalt der Ideen, die in euch entstehen. Jeder von euch hat es erlebt, einmal, vielmals, dass ihr Gedanken und Ideen in euch tragt, die Ausdruck suchen. In Momenten der hohen Frequenz entsteht eine hohe Inspiration und aus dieser Inspiration ist alles, vieles, alles möglich. Ihr spürt dieses alles möglich sein und wollt alles sehen, indem ihr es kreiert, indem ihr es erschafft. Ihr seid gewohnt zu erschaffen, indem ihr tut. Und so bereitet ihr im Geiste euer Tun vor. Lasst die Inspiration in euren Geist fließen, dass er euer Handeln vorbereite. An dieser Stelle sagen wir, die Inspiration des Herzens birgt in sich das Handeln. Es braucht nicht durch den Geist kontrolliert und geführt zu werden. Will sagen, aus der Inspiration, die in euch wächst, ergibt sich auch das Erleben. Es ist also nicht notwendig, Pläne zu schmieden, Großes zu erschaffen im Geiste, um ihm dann zu folgen. Ihr seid in dieser Zeit, und wir betonen dies, in dieser Zeit auf Erden, in dieser Zeit eures Lebens dazu eingeladen, der Inspiration des Herzens den Raum zu geben, aus dem Herzen sogleich zu handeln. Das Handeln kann unterschiedlicherseits sein. Es führt jedoch in etwas Fühlbares, zuhauf etwas Sichtbares. Will sagen, du magst eine Inspiration in deinem Herzen spüren, die alles ermöglicht, die zugleich vieles für dich eröffnet an Möglichkeiten, die du in deinem Geiste sehen kannst. All dies ist längst erfüllt. Es braucht nicht neu kreiert zu werden. Die Inspiration des Herzens jedoch lädt dich ein, das, was kreiert ist, zu genießen, das, was kreiert ist, zu erleben. Bleibst du also in dem Annehmen von geistigem Erschaffen müssen, so zwirbelst du dich in eine Realität des Kontrollierens und des Kreierens aus Menschenkraft heraus hinein. Erlaubst du dir stattdessen, den Impulsen des Herzens nachzugeben, den Impulsen des Herzens Form zu erlauben, so wirst du merken, dass sich dir ein Handeln eröffnet. Es ist meist ein Handeln, welches nicht gar so großes Ausmaß hat, wie das, was du kreieren könntest. Doch dieses Handeln lässt dich fühlen, ob darin eine Freude wohnt, die länger anhält als nur für diesen Moment. Sagen wir also, dass deine Inspiration ist, die Menschen mit Schönheit
zu überhäufen. Und du siehst all die Schönheit, die du in die Welt bringen kannst. Die Schönheit in Farben, die Schönheit in Formen, die Schönheit in Bildern, die Schönheit in Tönen, in Klängen, in Musik. Die Schönheit über deine Stimme, über Worte, über Poesie. Die Schönheit über Form, Handwerk, Ausdruck, vielleicht gar auch in einer Form des Heilens, die du bringen kannst. Du siehst all dies als Möglichkeiten, die Schönheit auszudrücken, die du inspiriert bist, unter die Menschen zu bringen, auf der Erde sichtbar zu machen. Wisse nun, dass all diese Formen bereits auf Erden existieren. Auf diese Weise wirst du bewahrt vor der Enttäuschung, dass du findest, dass all dies längst auf Erden existiert. Wir sagen dir, all dies existiert längst auf der Erde. Dies ist keine Entmutigung, dies ist eine Ermutigung, die Ermutigung, das zu wählen, was dir am Herzen liegt, dem zu folgen, wozu du dich jetzt hier eingeladen fühlst, statt Pläne zu schmieden, das auszudrücken, zu dem du eingeladen bist. Du magst also fühlen, dass du dieses, jenes und jenes und jenes und das darüber hinaus alles tun kannst. Und magst dich hinsetzen, um zu überlegen, welches davon, welches will ich wählen, welches davon will ich auf eine Form zu den Menschen bringen, dass es sie erreicht. Indem du dich in diesem Denken verirrst, bleibst du im Verstand, führst deine Inspiration des Herzens aus dem Herzen hinaus in dein Denken, beschäftigst somit dein Denken und wirfst dann die Kontrolle des Verstandes in diese Inspiration zurück, welches die Inspiration lähmt. Denn Inspiration ist sprudelnde Freude, die sich spontan ausdrückt. Führst du also deine Inspiration nicht in deinen denkenden, kontrollierenden Verstand hinein, sondern erlaubst deiner Inspiration Ausdruck in dem Moment und gewährst deinem Verstand, diesem Ausdruck beizutragen und zu diesem Ausdruck seinen Beitrag zu leisten, so wirst du merken, dass es etwas gibt, wozu du eingeladen bist in diesem Moment. Es ist das, was du beiseite stellst, um das Große zu erschaffen. Wir sagen, stelle nicht das Kleine beiseite, um das Große zu erschaffen. Folge dem Kleinen, folge dieser Inspiration des Herzens, die dich einlädt, das Kleine jetzt zu tun. Es mag ein bedeutungsloses Niederzeichnen einer Form sein, welches von großer Bedeutung ist, denn diese Form hat eine Schwingung und diese Schwingung erfüllt dein Herz, konserviert auf eine lebendige Weise die Schwingung, die aus dir springt, aus dir strömt, aus dir spricht und lässt diese Schwingung zu dir zurücksprechen. Du duplizierst und machst sichtbar, was in dir ist und umgibst dich damit. Wir sagen also, nutze die Impulse deines Herzens, um dich mit diesen Impulsen in Form zu umgeben. Nutze die Einladung, die du fühlst, die konkrete Einladung, um ihr zu folgen, nicht um eine große Masseneinladung zu kreieren für die anderen, die allen
die dies erfahren erleben sollen. Opfere nicht deinen Moment für irgendeinen Moment, sondern nutze diesen deinen Moment, um dich in diesem Moment zu erfahren. In Form, in Klang, in Ton, in Wort, in Materie, die du liebevoll mit Leben füllst, in Stille, deren Lebendigkeit durch dich fließt und die du mit deiner Lebendigkeit nährst. Aus diesem Schwingungsausdrucksmoment erlauben, fühlst du das, wozu du eingeladen bist. Und aus diesem Fühlen und Erleben dessen, wozu du eingeladen bist, ergeben sich neue Möglichkeiten. Aus höchster Perspektive jedoch bietet sich in erster Linie daraus ein größeres Schwingungsfeld, ein verankerteres Schwingungssein, auch in dem, was dich umgibt, von dem, was du bist. Die Impulse deines Herzens laden dich dazu ein, diesen Impulsen Fluss und Ausdruck zu geben. Jetzt, hier, in diesem Moment, nicht in Planung, nicht eines Tages, nicht für andere, nein, für dich jetzt und hier. In diesem deiner Frequenz Ausdruck geben, verankerst, verstärkst und sagst du Ja zu dieser Frequenz. Auf diese Weise prägt sich die Frequenz weiter aus. Fühlst du dich gestärkt in dieser Frequenz und stärkt diese Frequenz dich und stärkst du diese Frequenz. Und auf diese Weise informiert diese Frequenz deine Realität und schafft Möglichkeiten und Neues um dich herum und in deinem Leben, welches du nicht mit dieser Frequenz in Zusammenhang bringen magst, welches jedoch eindeutig und unmittelbar aus dieser Frequenz ins Leben gerufen wird. All die zufälligen Dinge, die in dein Leben treten, sind Hologramme, die aus deiner Frequenz entstehen. Nähre deine Frequenz aus der Inspiration heraus, jetzt hier in diesem Moment. Erlaube dir die Spontanität im Ausdruck deiner Herzensinspiration. Und dein Verstand wird nicht mehr planen und kontrollieren müssen, sondern fühlt sich als Teil deines Herzensteams, vollkommen darin aufgehend, den Herzensinspirationen Verwirklichung zu geben. Nun magst du dich fragen, wie ist es mit Türen, die sich mir öffnen und mich in scheinbar eine alte Realität hineinlocken? Wie ist es mit Inspiration, die mich dazu einlädt, Dinge zu tun, die ich bereits in meinem Leben abgeschlossen habe, Kapitel erneut zu öffnen, die ich beendet, gedacht zu haben hatte? Wir sagen, das Leben ist kein linearer Ablauf, um am Ende des Lebens Sinn zu ergeben für den Leser. Das Leben ist dein Paradies der Möglichkeiten. Du kannst jedes, was sich dir in Form zeigt, auf unzählige unterschiedliche Art und Weisen leben, erleben. Du kannst in jedem,
was sich dir in Form zeigt, unterschiedlichste Leben und Erlebnisse leben und erleben. Nimmst du also das Beispiel von einem Konzertmeister und nimmst hier 10 verschiedene Orchester mit 10 verschiedenen Konzertmeistern, wirst du 10 verschiedene Leben finden, die in diesen 10 verschiedenen Konzertmeistern leben? Wir sagen ja. Du wirst 10 verschiedene Möglichkeiten finden, diese Rolle des Konzertmeisters auszufüllen. Und du weißt, dass auch in dir weit mehr als 10 verschiedene Möglichkeiten stecken, um diese Rolle des Konzertmeisters auszufüllen. Mit jedem, was du in deinem Leben an Reichtum, an innerem Weisheitsreichtum erlaubst, wandelt sich deine Wahl im Ausfüllen einer Rolle. Und so kann es sein, dass nachdem du in deiner Lebensweisheit tiefe Bereicherung empfunden hast, tiefe Bereicherung erlaubt hast, sich eine alte Rolle dir neu zeigt, auf dass du sie neu erleben kannst. Wir nehmen dieses Beispiel des Orchesters, denn hier kannst du sehr wohl sehen, dass du als Teil des Ganzen ein Empfänger für eine Frequenz bist, eben jene Frequenz, die du bist. Je klarer du dir deiner Frequenz bist, desto klarer erlaubst du, diese Frequenz durch dich hindurch zu fließen und in das Bestehende hineinzufließen. Je mehr du in einer Frequenz bist, die aus einer Identifikation heraus geschaffen wird und immer wieder neu erschaffen wird, desto mehr haftest du an dieser Identifikation fest und erlaubst deinem Beitrag im Ganzen nur eine bestimmte Form. So mag es also sein, dass du die Größe und Fülle dessen, was dir in dieser Rolle möglich ist, erst erkennst, wenn du dich ganz der Frequenz hingibst, die du bist, die du weißt zu sein, alles was ist reine Liebe. So kann es sein, dass du erfahren möchtest, wie es ist, wenn diese reine Liebe in einem Team wie diesem Orchester ist. Es kann also sein, dass du eine Erfahrung damals nicht machen könntest, die noch offen ist. Und so wird dir diese Tür noch einmal erneut geöffnet, auf dass du diese Erfahrung, die im damaligen Identitätszustand, in der damaligen Wahl deiner Frequenz nicht erlaubt war. So laden wir euch ein, die Pforten, die sich euch öffnen, stets und ständig als Einladung zu sehen und zu fühlen, ist es eine Einladung, die voller Licht und voller Liebe ist, die vom Göttlichen kommt, von deinem höchsten Bewusstsein, dir zur Verfügung gestellt wird. Du magst dich fragen, bin das ich in meinem höchsten Sein, die hier diese Pforte für mich öffnet? Oder ist es eine Hintertür in eine dichte Frequenz, die mich einlädt,
Entscheidungen, die ich getroffen habe, zu erneuern, um all das erneut zu erfahren und erneut zu sehen und zu wissen, dass dies nicht meine Wahl ist. Indem du dich in Frieden und Stille auf dieses Portal, das vor dir liegt, einlässt, indem du hineinfühlst, hineinschaust in die Weite oder Enge, die sich hinter dieser Pforte befindet. Und indem du dabei deinem Atem und seiner Frequenz Beobachtung schenkst, wirst du merken, wirst du wissen, ob die Verlockung aus einer Bestätigung, die du suchst, kommt, einer Bestätigung einer alten Entscheidung oder aus einer Öffnung für eine neue Erfahrung in einer Rolle, die dir vertraut, jedoch nicht voll ausgeschöpft war. Du bist, ihr seid in einer Phase des Seins auf dem Planeten Erde, in der Realität der Welt, in der es für euch gilt, loszulassen von dem Drang, dem Zwang tun zu müssen, um zu erreichen, in der es für euch gilt, zu erkennen, dass alles längst in Existenz ist, in Form gebracht ist. Ihr dürft spielen mit diesen Formen nach Herzenslust. Es ist euch alles gegeben. Ihr braucht nicht aufzuopfern euer Leben. Ihr braucht nicht zu zwingen eure Existenz, um dem Mensch etwas zur Verfügung zu stellen, ein neues Paradigma anzubieten. Alles ist bereits vorhanden. Alles ist zugänglich für jenen, der sich öffnet. Dies führt manchen von euch in eine Sinnkrise. Jenseits dieser Sinnkrise jedoch befindet sich die unendliche Freiheit, die ewige Schönheit des Seins. Du bist in dieser Zeit auf die Erde gekommen, um dich für die Schönheit des Seins zu entscheiden. Manche entscheidet sich für die Schönheit durch das Erleben des Hässlichen, denn dann fällt es leichter zu unterscheiden, wahrzunehmen, was sich gut anfühlt, nicht gut anfühlt. Aus der Dunkelheit heraus lässt sich das Licht erkennen. Stets im Licht seiend ist es eine Selbstverständlichkeit. Wir möchten auf eine weitere Thematik Bezug nehmen. Die Frage, wie es sich verhält mit den Menschen, die eine bestimmte Voraussetzung im Leben haben, sei es ein Aufmerksamkeitsdefizit oder eine Überaktivität, sei es eine Hochsensibilität oder irgendeine andere bezifferbare, messbare Veranlagung. Du magst dich fragen,
Steht es um diese Menschen anders als um den Rest der Menschen? Spielen diese Menschen eine besondere Rolle? Sollten sie besonders behandelt werden? Wir sagen, jeder Mensch spielt eine besondere Rolle. Jeder Mensch ist besonders zu behandeln. Jeder Mensch hat eine besondere Konstitution. All diese messbaren Konstitutionen dienen dazu, dass der Mensch sich dafür öffnet, besonders zu sein. Dass der Mensch sich dafür öffnet, besonderen Bedürfnissen Raum zu geben. Dass der Mensch sich dafür öffnet, zu sagen, die Gesellschaft vermag es nicht vorzugeben, was für den Einzelnen am besten ist. Diese Konstitutionen hingegen jetzt dafür zu verwenden, um wiederum zu sagen, was für den Einzelnen am besten ist, was der Autist braucht, was der Hyperaktive braucht, was der Hochsensible braucht, auf Kosten anderer, ist das Spiel der Gesellschaft in einer anderen Farbe. Jedes Label, jeder Stempel, der einem Menschen gegeben wird, engt diesen ein. Jeder Mensch, der einen solchen Stempel für sich annimmt, engt sich ein. Alles ist wissenschaftlich belegbar, messbar. Wenn du willst, dass du ein wissenschaftlich belegbar, messbar, besonderer Mensch bist, so wirst du Wege finden, dies für dich wissenschaftlich belegbar, sichtbar zu bekommen. Wir möchten dich, jeden von euch, ermutigen, den Menschen, den ihr vor euch habt, als besonderen Menschen zu erkennen. Den Menschen, den ihr vor euch habt, zu verstehen. Und zu verstehen, dass ihr ihn niemals ganz so verstehen können werdet wie euch selbst. Und hier werdet ihr wissen und merken, selbst euch selbst versteht ihr oft nicht ganz. Versucht ihr, euch selbst ganz und gar zu verstehen, so werdet ihr ein leichteres haben, auch andere ganz und gar zu verstehen. Was ist dieses Verstehen? Dieses Verstehen ist ein Nichtwerten, ein Erlauben, dass das, was ihr im Leben als Realitätswahl trefft, genauso vollkommen ist. Es ist ein Erlauben, dass euer Leben genauso sein darf, nicht bekämpft werden muss durch euch, durch andere, dass ihr nicht die anderen bekämpfen müsst in ihrem möglicherweise Bekämpfen eures Lebens, dass ihr euch selbst auf bestmögliche Weise begegnet und euch erlaubt, euch selbst zu sein. Dies ist eine Herausforderung, eine große Herausforderung in dieser eurer Zeit, größer denn je. Denn eure Lebenswege führen euch nicht mehr in ein Unberührtsein, in ein Unschuldigsein. Die Unschuld, die sich euch eröffnet, kommt aus einem Annehmen, dass Schuld nur durch Wertung entsteht. Kannst du dies ganz und gar und vollkommen durchsteigen, so wirst du für dich erkennen, dass Schuld sich auflöst, dass es für dich gilt, Liebe zu fühlen, da du mitfühlen kannst
Und jedes Handeln, jedes Entscheiden, jede Wahl von Handeln, von Tun, von Sein, von Lassen nachvollziehen kannst, dass jede Wahl für dich schlüssig ist. Du wirst erkennen, dass es nichts gibt, das du mehr werten kannst, da du selbst jedes Handeln verstehen kannst. Aus diesem Verstehen heraus ist dein dies oder jenes Wählen oder Nicht-Wählen ein friedvolles, nicht ein abwertendes, ein integrierendes, nicht ein widerständisches. Jener, der eine kognitive Konstitution hat, eine messbare Konstitution, hat sich diese Konstitution geschaffen, um besser verstanden zu werden. Da mehr und mehr diese Konstitutionen benannt und kollektiv geeinigt verstanden werden, hilft dem einen und dem anderen dies, um ein Leben zu führen, das anders ist als das Standardisierte. Dieses definierte anders als standardisierte führt jedoch auch zu einer Standardisierung. Und wir laden euch ein, auch dort den Stempel, das Label, die Schublade wegzulassen und das Gegenüber als das zu sehen, was es ist, die Liebe, die es ist. Jener von euch, der die Liebe schaut, sieht keine Stempel, sieht keine Schubladen, sieht die Liebe, den Menschen, die Seele und erkennt, was dieser Mensch wünscht, was dieser Mensch braucht und kann diesen Mensch lieben. Der Autist fühlt die Liebe. Der Hyperaktive fühlt die Liebe. Der Hypersensible fühlt die Liebe. Der Aufmerksamkeitsdefizitäre fühlt die Liebe. Die Liebe wandelt die Hirnströme, die Hirnfrequenzen. Du liebst nicht, um die Hirnströme, die Hirnfrequenzen zu wandeln. Du liebst, weil es dir gut tut, deinem Gegenüber gut tut. Und du bemerkst, dass Liebe, das freie Erschaffen von Realitäten ist. Je mehr Liebe also da ist, desto mehr wandeln sich die Schubladen in die freie Identität, das freie individuell Sein auf Erden, das jedem anheimgestellt ist. Wir laden dich ein, die Schubladen liebevoll sein zu lassen, den Menschen zu erlauben, sich in diese hinein zu sortieren, dir selbst zu erlauben, sie sein zu lassen und darüber hinaus zu gehen und zu lieben, was du innerhalb und außerhalb dieser Schubladen vorfindest, zu lieben, die Seele, das Licht, das Sein, die Essenz, die vor dir ist, die Essenz, die du selber bist. Wir danken dir, wir danken euch, wir danken. Wir sind, was du bist, wir sind, was ihr seid, wir sind, was ist. Denn du bist, ihr seid, alles ist die Liebe. Und damit sind wir für jetzt, für hier vollkommen.